der Herzensreise durch das Hohelied. Und tatsächlich sind wir auf dem letzten Strophe dieser herrliche Gedicht. Denkt dran, es ist ein Gedicht. Deswegen hat das so eine Sprache, eine blumige Sprache. Und es ist ein Hochzeitsgedicht. Eigentlich das Lied der Lieder, das allerhöchste Lied, das schönste Lied vom Himmel gekommen. Von der himmlische Salomon, Jesus Christus, der sitzt zur Rechten Gottes, sein Werk ist vollbracht, der Bräutigam freut sich über sein Braut und zusammen sie singen diese letzte Stufe. Bevor ich das sage, ich möchte einfach sagen, Mike und ich haben eine 9. CD rausgebracht, Musik mit einer Botschaft in das Jahr 2019. Und 9 spricht sehr von der Ausgießung, von den 9 Gaben und die 9 Früchten des Heiligen Geistes. Und der CD heißt Der Heilige Geist, die Verheißung des Vaters. Und so, Jesus, als auferstanden ist, hat uns den Heiligen Geist gegeben in uns, dass sein Leben, seine Wahrheit, seine Herrlichkeit, seine Früchte und der Kraft für den Dienst ist alles zu uns gegeben in dem Heiligen Geist. Die CD hat die herrlichste Musik. Jetzt spreche ich nur. Aber das ist Worte, die mein Mann und ich als Gebete über den Heiligen Geist und was der Heilige Geist zu uns sagt, geschrieben haben, mit die herrlichste Musik, Filmmusik untermalt. Und das kannst du zu Hause im Auto hören. Es kommt im Anfang Juni raus. Wenn du bis 1. Juni das vorbestellst, dann kriegst du das ohne Porto frei und das kostet 12 Euro. Man kann das auf unserer Homepage dann sehen und bestellen. Okay, jetzt sind wir zu dem Schluss gekommen. Die letzte Strophe, die herrlichste Strophe. Und das endet, wo alles endet immer. In der Bibel, dass Jesus Christus ist nicht nur gestorben, auferstanden, erhört, sitzt zur Rechten Gottes, regiert als König und sendet seinen Geist, aber er ist der kommende König und er wird sein Königreich auf die Erde aufrichten. Jesus Christus kommt zurück. Und das ist, wo dieses Lied auch endet. Eigentlich die Bibel ist eine ganze Geschichte. Und das ist keine größere Freude, zu entdecken, dieses Großbild, diese Geschichte Gottes, diese Offenbarung von der erste und der letzte, der Anfang und das Ende. Und übrigens, das Ende ist das Beginn von das Neue. Himmel und Erde. Es ist nicht das Ende, es ist das Ziel. Und dann treten wir in die Ewigkeit mit Gott zusammen. So, hier ist was der Bräutigam, sagt zu der Braut: Die du wohnst in den Gärten, während die Gefährten deine Stimme lauschen, lass mich hören. Okay, so er sagt zu ihr, die du wohnst in den Gärten. So jetzt ist sie eine, der wohnt nicht nur in den Garten in ihr eigenen Leben, aber das spricht auch. Sie wohnt in diese Gärten. Am Anfang dieses Buch, es sagt in Kapitel 1, Vers 6, ich habe meine eigene Weinberg nicht gehütet. Aber jetzt wohnt sie in den Gärten. Sie hat wirklich, ihre Seele ist ganz verwandelt und Christus wohnt in ihr, wo sie zusammen essen, Gemeinschaft haben, durch den Geist. Sie lebt in seiner Gegenwart. Sie hat ein Leben mit Gott im Verborgenen und das ist ein tief und stiller Leben. Und der Geliebte wohnt im Garten ihrer Seele. Aber sie wohnt nicht nur da, aber sie ist unaufhörlich. Sie wohnt in den anderen Gärten.
Sie wacht über die Weinberge. Sie wacht über das Königreich, die sie anvertraut ist. Sie wacht über die Menschen, die Orte, wo sie anvertraut ist. Und sie hat mehrere Gärten und sie ist beständig einfach dort zu hüten und zu sehen, dass das Reich Gottes hervorkommt. Und dann sagt es, während die Gefährten deine Stimme lauschen. So, Menschen, diese Gefährten waren Freunde, die entweder junge Sulamiten waren wie ihr oder die waren Sulamiten, die noch nicht angefangen Sulamiten zu werden. Sie waren einfach unreife Gläubigen. Es war die Gärtin. Sie ist apostolisch, prophetisch in diese fünffältige Dienst, die anderen hervorbringen. Und sie ist ständig wachsend, aufwachen, wartend, blicken und in diese Verbindung mit Gott. Und er sagt, während die Gefährten deine Stimme lauschen, dann er sagt, lass mich sie hören. Er hat das auch gesagt in Kapitel 2, lass mich deine Stimme hören. Und so, der Bräutigam singt über seine Braut, aber die Braut hat eine Stimme. Wow! Und ich liebe das. Ich glaube, dass jeder von uns soll nicht mehr schweigen. Und er sagt, lass mich deine Stimme hören. Die Stimme der Braut. Ich liebe dich, ich ehre dich, ich warte auf dich, ich schaue auf dich, ich bin vereint mit dir. Lass mich deine Stimme hören. Und so, das ist seine letzte Bitte an ihr. Bis zum Schluss, er möchte ihre Stimme hören. Und obwohl sie spricht für anderen, er sagt, vergiss nicht, das Allerschönste, das Allertiefste, das Allerbeste ist, ich möchte auch deine Stimme hören. Und so ermutigt uns, mach weiter. Ich sage auch zu mir selbst sehr oft, okay, fahr fort zu preisen, fahr fort zu glauben, fahr fort zu geben, fahr fort zu investieren, fahr fort einfach in dem, was Gott dich ständig sagt. Und also er sagt, lass mich deine Stimme hören, sein Lob singen, sein Wort predigen, sein Wort verkündigen, seine Herrlichkeit feiern, von seinem Überfluss erzählen, seinen Sieg ausrufen, jauchzen und jubeln über den König, seine Schätze und Reichtümer kommunizieren auf der ganzen Erde. Ja, das ist unser einfach Leben. Lass mich deine Stimme hören. Das wirklich Leben, da ist Proklamation, da ist wirklich eine Bekenntnis, wo wir sind hier immer noch als Zeugen. Wir sind hier als Zeugen für Gott, Zeugen für seine Wahrheit. Wenn die ganze Welt dagegen steht, wenn die ganze Welt das nicht hören möchte, wir fahren fort, Gott zu preisen, Gott zu loben, Gott die Ehre zu geben. Und wie David gesagt hat, noch mehr und noch mehr Tod für die Augen von allen anderen. Aber er verdient das Lob. Wir treten ein in das Lied der Lieder. Wir treten ein wirklich in diese Menge, die jubeln werden, die jauchzen werden. Es ist wirklich erstaunlich, auch in Offenbarung 9, nachdem alle im Himmel angekommen sind, da ist eine laute Stimme von dem Thron und es sagt, lobt Gott alle seine Knechte und gebt ihm die Ehre. Im Himmel, es wird proklamiert von dem Thron, es ist okay, lobe den Herrn. Und dann kommt diese gewaltige Donnerstimme, diese gewaltige Wasserstimmen. Und so, lass mich deine Stimme hören. Seine letzte Bitte, ich möchte deine Stimme in Anbetung hören. Vergiss es nicht, einfach zu sagen, ich liebe dich, mein König, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich.
In Fürbitte, lass mich deine Stimme hören. Wirklich hör nicht auf, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, dein Name sei verherrlicht. Nicht aufhören zu beten, bis sein Königreich kommt, bis wirklich die Ernte reinkommt. Und dann lass mich deine Stimme in Lehre hören, predigt das Wort, offenbare das Wort, gebe das Wort, schäme dich nicht von dem Evangelium. Das ist wirklich, lass mich deine Stimme hören, kann nur sagen, lass uns in diesen Tagen aufstehen, eine Stimme zu sein. Okay, und jetzt, hier kommt diese Stimme. Und jetzt will ich das lesen in eine andere Übersetzung, oder erstmal in die Elberfelder und dann in eine neue. Und sie sagt, und das ist genau, was es sagt, in Offenbarung 22, das letzte in der Bibel, enteile meine Geliebte, oder komme bald, Herr Jesus, oder Maranatha, der König kommt. Enteile, komme bald. Enteile meine Geliebte und tu es der Gezelle gleich in deiner Auferstehungskraft und wir oder den jungen Hirsch in Auferstehungskraft, wo wir werden verwandelt in dieselbe kraftvolle Land. Und jungen Hirsch auf den Balsambergen. Oder hier ist eine andere Übersetzung. Meine Geliebte, eins mit mir in meinem Garten. Wie wundervoll, dass meine Freunde jetzt die Stimme meiner zukünftigen Braut und ihr Lied hören. Lass es mich jetzt auch wieder hören. Und dann sagt zu ihr, steh auf, meine Liebste. Und sie sagt, komm schnell, meine Geliebte. Und er sagt, komm und sei wie der anmutige Zelle bei mir. Und sie sagt, komm und sei wie ein tanzender Hirsch bei mir. Und die beiden singen am Schluss. Wir werden in den hohen Orten des Himmels tanzen, ja, auf den Bergen voll riechende Gewürze. Wir werden in den hohen Orten des Himmels tanzen. Und so, diese Geschichte endet mit der glücklichsten Geschichte und alle Endungen. Es endet wirklich, dass der Braut und Bräutigam in der Luft, wow, zusammen begegnen. Sie wird in Herrlichkeit verwandelt. Sie werden zusammen tanzen, Arm in Arm. Die werden wirklich tanzen. So, sie sagt, eile meine Geliebte, komme bald, Herr Jesus. Und das ist der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer es hört in die schlafende Gemeinde spreche, komm. Und wer da dürstet, die letzten Worte, die letzte Stimme, und wer da dürstet, der komme herzu und nehme das Wasser des Lebens umsonst. Und Jesus sagt, ja, ich komme bald. Ja, ich bin die Gezelle, ich komme zu dir. Und sie sagt, komme bald, Herr Jesus, und lass uns zusammen auf die Berge der Balsamberge, in dein Königreich, in dein vollbrachte Werk, im Lobpreis für immer, in Tanzen für immer, Arm in Arm, in die Ewigkeit zusammengehen und so frisch verheiratet wird auf dem Banner stehen und man könnte sagen, eine Ehe im Himmel gemacht. Was für ein herrlicher Tag, was für ein König. Das war wirklich eine riesige Freude, euch dieses Lied der Lieder ein bisschen auszulegen und diese Verlangen für den Bräutigam, diese völlige Ja-Wort zu Gott zu sprechen und sein völliges Ja-Wort zu dir zu hören. Und dass wir dann wirklich zusammen sind in Ewigkeit. Ich möchte mit einem Zitat schließen. Und
dann wir werden sehen, wie Gott alles weiterführt. Aber Mike und ich werden bestimmt weiter irgendwas machen, aber das ist jetzt dieser Abschluss. Okay. Die herrliche Bestimmung der Braut ist es, eine Wohnstätte für Gott zu sein, damit er unter den Menschen wohnen kann. Die Nationen werden in dem Licht wandeln, das ihnen die Brautstadt spendet. Ein klarer Fluss des Lebens wird von der Mitte des Thrones Gottes ausfließen und dort wird es Früchte geben, reichliche Versorgung für die Heilung der Nationen und es wird nichts Verfluchtes mehr geben. Und die Braut regiert mit ihrem Herrn von Zeitalter zu Zeitalter. Und übrigens, auch dieses letzte Wort, der Braut regiert für immer und ewig. Es sagt nicht nur auf der Erde dieses Mal, aber sie wird als Königin mitregieren, mit Christus, mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist, mit dem Heiligen Engel, die ganze Menschen Gottes, die ganze Volk Gottes, die 12 Stämmen Israel, die 12 Apostel des Lammes, diese herrliche Stadt. Sie werden Licht sein für die ganze Universum. Jesus wird aus der Stadt strahlen, das Fluss, die Bäume und es wird eigentlich zurück zu der Anfang, sondern in die ganze vollbrachte Fülle auf den Balsambergen.